damit willkommen hier zu einem weiteren Update aus der Brickworld. Heute geht's wieder zurück an den Fluss, an die Brücke. Wir fangen genau dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das heißt, wir bauen an den Brückenpfeilern weiter, beziehungsweise ich überlege mir in diesem Video, wie wir oben weiterbauen. Wir werden wahrscheinlich an der eigentlichen Brücke weiterbauen. Wir werden auch heute nicht fertig werden, denn das ist ein sehr, sehr großes Projekt. Das erstens sehr steinintensiv ist, zweitens sehr zeitintensiv und auch sehr viel Feedback von euch gebraucht wird. All das heute in diesem Video. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und wir sehen uns. Und auch heute starten wir wieder ein Speedbuild und ihr seht hier den Stand vom letzten Mal. Die Brücke hat das letzte Mal so weit bekommen und da arbeiten wir heute weiter. Und zwar möchte ich heute den Aufbau machen, also diesen großen Aufbau, der über den jetzigen Pfeilern sein wird, an denen dann später die Seile der Brücke aufgehängt werden. Dazu muss ich erstmal die Brücke an sich und den bisherigen Teil ein bisschen weiter nach hinten verlängern, damit ich überhaupt Platz habe, die Pfeiler aufzubauen, denn dafür ist ja doch gar nicht mal der Platz da. Das heißt, ich mache erstmal die Gehwegplatten etwas weiter nach hinten und jetzt seht ihr, dass ich hier einen ersten Entwurf habe. Hier sage ich extra ersten Entwurf, denn das zeigt jetzt mal wieder ganz schön, wie das nämlich immer hier läuft. Denn das, was ihr am Ende seht, ist nicht unbedingt das, was ich zuerst gebaut habe. Ich reiße manchmal ganze Entwürfe wieder ab und das ist der erste Entwurf. Ihr seht, ich habe jetzt auch einige Zeit daran gebaut. Ihr müsst bedenken, man sieht es auch sehr schön an dem Blinken da vorne an der Boje, dass das hier in 30-facher Geschwindigkeit abläuft. Aber selbst das ist nicht alles, weil ich auch da noch ein bisschen herumcutte. Das war so der erste Entwurf, da hatte ich noch ein bisschen die Idee, oben ein bisschen spitz zulaufen zu lassen. Das habe ich aber mir dann überlegt, dass ich das dann doch nicht machen möchte. Stattdessen habe ich mich eben, wie erwähnt, eher an den Bau der Manhattan Bridge orientiert, also zwei gerade Pfeiler nach oben und oben so eine Art, sagen wir mal, Querbalken. Damit das Ganze nicht so langweilig aussieht, habe ich versucht, diese Balken, also die Balken nicht, sondern diese Stützpfeiler, ein bisschen hübscher zu machen. Das sieht man dann auch besser, wenn wir das Ganze dann nochmal aus der Nähe sehen, nicht aus der Perspektive, aus der ich es gerade baue. Aus der Perspektive sieht man es relativ schlecht, aber in diesen Fugen, sage ich mal, ist ein bisschen Schmuckwerk drin und auch zwischendrin ist noch ein bisschen Schmuckwerk, das sehen wir dann auf jeden Fall sehr viel besser, wenn das Ganze fertig ist. Was aber man auf jeden Fall hier sieht, ist, dass da nicht nur viel Zeit drin steckt, sondern auch sehr, sehr viele Steine. Ich habe diese Pfeiler mit 1x2er Bricks in Dark Bluish Grey hauptsächlich gebaut, weil ich erstens davon auch sehr, sehr viele habe und zweitens ergibt es, wenn man die so nebeneinander setzt, relativ viel Stabilität und es gibt auch so ein bisschen Struktur noch in die Steine. Das sieht man auch noch besser, wenn man ein bisschen näher dran ist. Aber hier entsteht erstmal der erste Pfeiler, das war eben so der Testpfeiler und nachdem der dann soweit fertig ist, werde ich dann mit dem zweiten anfangen. Aber auch der erste, ihr seht, ich habe da jetzt noch ein bisschen gemessen, dieser kleine Messstein, diese aufeinandergebauten Steine in verschiedenen Farben, die ihr gerade gesehen hattet, das ist die Höhe, die ich mindestens brauche, damit die Straßenbahn mit den Oberleitungen locker unten durchpasst. Da muss man ja drauf achten, denn ich möchte ja auch die Oberleitung noch über die Brücke legen. Das machen wir auch noch irgendwann, nicht heute, auch nicht morgen, aber in irgendeinem Update. Jetzt sieht man es ein bisschen schlecht, aber das ist der zweite Pfeiler wird jetzt nach oben gebaut, genau im gleichen Stil wie der linke, nachdem ich den linken selbst sozusagen für mich akzeptiert habe, dass ich ihn so haben möchte, baue ich jetzt den zweiten eben genau so wie den anderen. Ist natürlich auch wieder einiges an Steinen drin. Das ganze Projekt hat, glaube ich, dieses Brückenprojekt, das sind ja allein heute, glaube ich, ungefähr 2000 Steine locker, die da drin stecken, weil eben auch in der Fahrbahn selber sehr, sehr viele Steine stecken, um das Ganze stabil zu machen. Das sieht man gar nicht von außen, aber da stecken sehr, sehr viele Steine drin. Inzwischen merkte ich aber auch, dass ich, obwohl ich sehr, sehr viele 1x2er Bricks noch hatte, die auch mir langsam ausgegangen sind, deshalb habe ich die jetzt überall aus den anderen auseinandergenommenen Sachen, die ich noch zum sagen Recyceln hatte, rausgenommen. Und ihr seht, dass der zweite Pfeiler jetzt schon fast fertig ist. Und dann geht's gleich, müsste es zumindest, daran gehen, hier drüber diesen Querbalken zu bauen. Da habe ich erstmal ganz grob mir überlegt, wie ich das machen möchte. Ja, ich war mir noch nicht ganz sicher, deshalb seht ihr jetzt hier erstmal relativ wenig Fortschritt, ein bisschen Umbauarbeiten. Ich habe da noch ein bisschen Schmuckwerk angefangen, da habe ich erstmal Plates drauf gemacht, das ist, glaube ich, schon mal ein ganz guter Abschluss. Und dann habe ich mit verschiedenen Steinen angefangen, hier ich wollte Schmuckwerk machen, sagen wir es mal so. Was hier noch interessant ist, sieht man daran, dass in der Mitte ein bisschen was fehlt, denn die Brücke hat ja eine ungerade Breite, was daran liegt, damit der Mittelstreifen schön in der Mitte liegt und die Gleise für die Straßenbahn ordentlich drin liegen. Und ja, das ist so der Anfang von dem Balken oben drüber. Und hier seht ihr jetzt den aktuellen Status. Ihr habt jetzt im Speedbuild nicht alles gesehen, wie ich hier diesen oberen Teil gebaut habe, vor allem nicht den Querbalken dort oben. Der ist nämlich auch ein bisschen verziert, einfach um ein bisschen mehr Struktur in das Ganze reinzubringen. Ich habe noch zwei Vögel hingestellt, einfach
Auf sowas würden wahrscheinlich immer Vögel sein. Ist eigentlich auch eine perfekte Vorlage, um hier irgendwie noch Spider-Man einzubauen. Der war ja immer unter der Brücke. Wir sehen da unten ja auch noch seinen Feind dort unten auf dem kleinen Fischerboot. Ja, das ist der aktuelle Stand. Ich gehe noch mal ein bisschen hoch, damit ihr es noch mal ein bisschen besser seht von den Proportionen. Ich finde es eigentlich passend von der Höhe. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen höher noch sein sollte, aber dann wird es vielleicht zu hoch rein optisch. Auf jeden Fall lasse ich es erstmal so, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Was ich jetzt noch weiter mache, ist, dass ich jetzt die Brücke mal langsam weiter in diese Richtung vorbewege, indem wir jetzt auch mal schauen, dass wir hier auch die erste Beleuchtung mit einbauen, auch ein bisschen die Fahrbahn weiter nach vorne kriegen, einfach jetzt langsam in diese Richtung weiter zu wandern. Wir werden ganz sicher nicht damit heute fertig werden. Alleine das hier vorne hat mich sehr viel Zeit, Nerven und natürlich auch wieder Steine gekostet. Aber ja, ich glaube, das ist mal eine ganz andere Sache und bringt auch noch ein bisschen wie dieses großstädtischere Feeling hier in die Stadt. Und glaube ich, wenn das hier alles mal fertig ist, hier vorne mit dem Fluss und dem Häuserblock, dann wird es hier ein sehr, sehr schöner Blick. Ich mache weiter und wir schauen es uns gleich nochmal an. Noch eine Sache zwischendurch, und zwar hat der liebe Markus mir eine E-Mail geschrieben gehabt und er ist darauf eingegangen, dass ich ja sehr viele Stützkonstruktionen innerhalb der Berge etc. habe und da er eben oft mit den 2x2er Bricks arbeite. Und er hat mir geschrieben, er hat ganz viele andere Elemente übrig, die er für seine eigene Stadt nicht mehr braucht und ob ich die haben möchte, und hat mir die als Geschenk zugeschickt und ich mache mit euch mal das Paket auf und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Das ist eine riesige Menge, unter anderem von diesen Stützen. Die sind ja wirklich praktisch, weil sie eben sehr, sehr stabil sind, weil sie eben aus einem Teil bestehen. Und aus diesen Stützen, das ist super praktisch, um jetzt weitere Sachen zu bauen, die dann später Richtung dort hinten in die Berge und so weiter gehen. Also da wird man einiges zu tun haben. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist super, super, super toll. Ich sage dir 1000-mal Danke dafür. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ihr seht es schon, ich habe jetzt hier angefangen, weiter in die Richtung zu bauen der eigentlichen Straße, Gehwege, und ich habe angefangen, die Beleuchtung weiter einzubauen. Ihr habt es im letzten Video gesehen, ich habe ja hier unten ein Kabel durch den Brückenpfeiler hier hochgezogen und dann hier unten rein. Und jetzt ist hier ein großer Verteiler, ist natürlich wie immer das Beleuchtungssystem von meinem Beleuchtungspartner Illuminate Your Bricks, findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung wie immer. Und wenn ihr dort was bestellt, um selber zu beleuchten, ist wirklich ein super tolles System. Damit beleuchte ich ja alles hier in der Stadt. Kriege ich noch ein bisschen Provision, das fließt dann alles direkt wieder in das ganze Projekt rein. Und dann helft ihr auch dem Projekt, indem ihr einfach selber was macht. Auf jeden Fall zurück zum eigentlichen Thema. Ich fange jetzt hier an, die Beleuchtung anzubauen. Ich habe erstmal eine der Straßenlaternen eingebaut. Wir werden noch eine ähnliche in absehbarer Zeit einbauen, nur hier drüben. Dann ist die ganze Straße auf der Fläche soweit beleuchtet, wie sie sein sollte. Und was ich jetzt auch anfange, ist, dass ich hier auch das gleiche Beleuchtungssystem für die Fahrzeuge einbaue, wie hier drüben. Das heißt, dass man eben die Fahrzeuge einfach rausnehmen kann und tauschen kann, wie man will. Und die Orte beleuchtet sind. Das funktioniert hier mit diesen Kontakten. Hab dazu an einem der Videos, als es hier um die Straße ging, euch das mal gezeigt. Und ja, das baue ich natürlich jetzt auch hier ein, damit wir auch hier schön die Fahrzeuge setzen können, wie wir das Ganze wollen. Ich mache weiter und dann nähern wir uns, denke ich, bald dem Ende des heutigen Updates. Wie versprochen machen wir jetzt noch die Auslosung des Gewinnspiels aus dem 200er Update. Dazu habe ich hier jetzt mal ganz professionell bei uns im Garten, mache ich das jetzt mal ganz schnell, das Video, die Video-URL eingegeben, dann filtere ich Duplikate, also dass jeder nur einmal eine Chance hat. Und ganz wichtig, wer auch wirklich den Hashtag Gewinnspiel genutzt hat, das sind dann wohl 104 Teilnehmer. Und wir losen jetzt aus mit einem Drücker auf Start, wer gewonnen hat. Und gewonnen hat Fabulous TM mit dem Kommentar: Finde den motorisierten Aufzug extrem nice und immer, wenn du den Bahnhof weiterbaust, weil der mich immer an unseren Hauptbahnhof erinnert. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Schreib mir bitte eine E-Mail an die Adresse, die im Impressum hinterlegt ist, und dann kümmern wir uns um deinen Gewinn. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Das Endergebnis für den heutigen Tag, ihr seht, es ist wirklich einiges dazugekommen. Ich habe jetzt auch das Stück Fahrbahn hier weitergebaut, ist ungefähr auf einer Länge von, glaube ich, 16 Noppen weiter in die Richtung gewachsen. Und hier sehen wir jetzt auch ein paar Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe, wie gesagt, hier das Lichtsystem eingebaut, damit wir auch ein Auto draufstellen können, werde ich gleich mal testweise machen. Die Schienen ist weitergebaut. Hier habe ich mich dafür entschieden, natürlich, dass ich eine durchgezogene Linie mache. Gibt noch ein bisschen was anderes als die gestrichelte, und ich will einfach, dass auf der Brücke nicht überholt wird. Ansonsten, wie gesagt, der ganze Aufbau ist soweit fertig. Da werden dann noch die Seile gespannt, wenn es soweit ist, dass wir hier die Fahrbahn haben. Deshalb habe ich auch noch gar kein Geländer hingebaut, weil ich noch schauen muss, wo genau ich die Seile fixiere später. Das ist ja, wie gesagt, eine Hängebrücke.
Aber ich denke, dass wir hier einiges zusammen geschafft haben. Ich glaube ungefähr, dass da weitere, ja, circa 2000 Steine werden hier reingewandert sein in das ganze Konstrukt. Und es lässt sich meiner Meinung nach sehen und geht gut voran. Aber wir werden da noch einige Zeit brauchen, bis das Ganze hier fertig ist. Was ich jetzt noch machen werde, ich mache jetzt kurz einen Cut. Dann setze ich vielleicht noch ein paar Minifiguren auf die Brücke mal zum Schauen und auch ein Auto, einfach mit was auf der Brücke auch zu sehen ist. Und das schauen wir uns gleich noch final an. Mit dieser totalen beenden wir heute die Sicht auf die Brickworld und auf das, was wir heute geschafft haben. Ich habe jetzt hier noch das rosane Auto, das eigentlich mal da hinten stand, einfach mal den Test, was hier vorgestellt. Ihr seht, das Licht ist an, sieht man jetzt gerade ein bisschen schlecht, weil es eben relativ hell hier drin ist. Ich werde da noch mal ein Foto machen, denke ich, wenn das Ganze hier ein bisschen dunkler im Raum ist. Und ich habe noch ein paar Figuren dazu gestellt, einfach um mal ein bisschen Leben mit auf die Brücke zu bringen. Und ich muss sagen, so wenn ich jetzt so sehe, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Es wird ja, wie gesagt, dann noch da müssen noch die Seile runter und der Rest von der Fahrbahn. Aber ich glaube, das bringt wirklich noch ein bisschen was Neues, was Größeres hier mit in die Brickworld. Und die alte Brücke hat einfach gar nicht so im richtigen Maßstab gepasst. Ich finde, das hier passt gut zum Maßstab der Brickworld und ich bin auf jeden Fall zufrieden. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure weiteren Ideen zum Thema Brücke. Wie wollen wir das mit den Seilen machen? Habt ihr Ideen, wie es aussehen soll? Auf jeden Fall wird das Ganze von hier oben runtergespannt. Ich denke so in einem leichten Bogen, sieht man ja immer so durch das Eigengewicht und dann wahrscheinlich so runter. Aber da gibt es auch viele andere Ideen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, man kann auch mehrere Seile spannen. Aber wie gesagt, schreibt mir das einfach in die Kommentare, gerne auch mit Beispielbildern von echten Brücken, dann kann ich es mir besser vorstellen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen in dieser heutigen sehr bauintensiven Folge. Wie gesagt, ungefähr 2000 Steine, glaube ich, sind hier reingewandert. Und ja, vielen Dank. Viel Spaß beim selber bauen und dann sehen wir uns das nächste Mal hier in der Brickworld und ich sage nur noch Tschüss!